Heute gibt es für euch eine Kurzgeschichte. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute erzähle ich euch eine Kurzgeschichte. Macht euch gerne die Untertitel an, entspannt euch, abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig. Und ich fange an. Wie sehen denn meine Fenster aus? Das ist ja schrecklich, als wären sie aus Milchglas. Bevor ich es lange vor mir herschiebe, erledige ich es lieber jetzt, sofort. Ich schiebe meine Couch weg, hole mir eine Leiter und nehme zuerst die Vorhänge ab. Ich stecke sie in die Waschmaschine und spüle sie einmal ordentlich durch. Es hat in letzter Zeit oft geregnet und die Regentropfen haben sich mit dem Straßendreck an meinen Scheiben vermischt. Ich hole mir einen Eimer mit Wasser und mache ein bisschen Spülmittel hinein. Ich nehme mir einen Lappen und einen Schwamm und stelle den Eimer auf die Fensterbank. Ich öffne meine 3 Fenster nach innen. Da ich ziemlich klein bin, steige ich auf die höchste Stufe meiner Leiter. Ich nehme als allererstes den Schwamm, damit ich den groben Schmutz abwischen kann. Ich fange ganz oben an und wische die Glasscheibe und den Rahmen ab. Das schwarze Wasser läuft nur so runter. Es geht aber schneller, als ich dachte. Alle 3 Fenster sehen jetzt schon viel besser aus. Ich wechsle das Wasser, weil es unglaublich schwarz und schmutzig ist. Dann nehme ich einen Lappen und wische die Fenster außen noch einmal mit ganz sauberem Wasser ab. Anschließend nehme ich Glasreiniger und poliere nochmal alles. Wow! Dann schließe ich die Fenster und beginne von innen. Die sehen gar nicht so schlimm aus. Ich nehme wieder den Eimer, mache neues Spülmittel rein und nehme dann den Schwamm, um einmal den groben Schmutz wegzuwischen. Dann tausche ich wieder das Wasser aus und wische nochmal mit klarem Wasser die Fenster von innen ab. Dann wieder der Fensterreiniger und alles sieht unglaublich schön aus. Meine Waschmaschine ist auch schon fertig. Das war auch nur ein Kurzprogramm. 15 Minuten haben gereicht. Die Vorhänge waren nicht schmutzig, nur ein bisschen staubig. Die Vorhänge sind fast trocken, als ich sie aus der Waschmaschine hole. Ich kann sie also gleich wieder an die Gardinenstange hängen und sie einfach dort trocknen lassen. Ich ziehe die Vorhänge zu, räume die Leiter weg, wische die komplette Fensterbank ab und danach reinige ich kurz den Boden, der ein bisschen vollgetropft wurde, mit Wasser. Dann schiebe ich meine Couch wieder an die Wand und höre plötzlich ein Grummeln. Nanu, denke ich. Was war das? Oh nein, ein Gewitter. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Na gut, der Wille zählt und in Deutschland regnet es einfach sehr oft. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Es war mir eine Ehre mit euch.
Ich hoffe, es motiviert euch beim Weiterlernen und ich wünsche mir natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.